Hallo liebe Brettspiel-Teddy-Freunde und schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute wird es tiefgründig am Spieltisch. Wir spielen heute nicht einfach nur ein Spiel, sondern wir durchleben ein komplettes Leben. Von der Geburt bis ins hohe Alter. Willkommen bei Alive. Ein sehr thematisches Spiel für 1 bis 4 Personen ab 8 Jahre. Hier gewinnt nicht am Ende der das meiste Geld gescheffelt hat oder die beste Karriere hingelegt hat. Nein, es gewinnt der sein Leben am besten nach dem eigenen Werten gelebt hat. Das Ganze ist ein Spiel von Stefan Freund und läuft jetzt auf GameFound. Es wird dann erscheinen bei Skellig Games. Die GameFound-Kampagne verlinke ich euch unten und falls ihr Interesse habt, könnt ihr dort das Spiel unterstützen. Deswegen jetzt nicht gleich losrennen, denn das Spiel gibt es momentan noch nicht. Holt tief Luft, denn ich zeige euch jetzt lückenlos, wie das echte Leben funktioniert. Los geht's! Jetzt geht's los mit Brettspiel-Teddy! Doch bevor es losgeht, das ist hier ein Prototyp. Er ist schon sehr weit fortgeschritten und trotzdem habt ihr bei der einen oder anderen Sache erkennt ihr noch, dass es sich hier um Prototyp handelt. Es fehlen noch so ein paar Grafiken auf den Karten. Ich würde sagen, zu 90% ist das Teil hier schon komplett. Dann starten wir mit dem Aufbau, denn der ist hier euer Start ins Leben. Da kommen wir auch schon gleich zu was Besonderem. Ich habe noch nie so einen langen Spielplan gesehen. Schaut euch das mal an. Der geht tatsächlich über den ganzen Tisch. Falls ihr aber nicht so viel Platz habt, wie wir jetzt hier, dann könnt ihr den auch hier umklappen. Und ihr seht, wir haben hier Phasen 1, 2, 3, 4, 5. Und ihr könnt die einzelnen Phasen immer einklappen und dann wieder ausklappen, wie so ein Buch. Habt ihr den Spielplan in der Mitte platziert, dann nehmt ihr euch jeder so ein Lebenstableau. Und ihr seht, auch das ist nicht gerade klein. Dann nehmt ihr euch hier 5 Phasenplättchen für die 5 Phasen des Lebens. Legt die auf die entsprechenden Felder hier, 1, 2, 3, 4, 5. Und auf jedes der Phasenplättchen legt ihr 3 Lebensmarker. Wer so ein Phasenplättchen hochhebt, dann seht ihr das hier, das ist euer Charakter und das sind die passenden Lebensmarker dazu. Anschließend legt ihr auf die 10 Ressourcenskalen, das sind die hier, exakt 2 Marker, die zu der Zeile passen, auf die Reihen, auf die 0. Hier sehen wir die Übereinstimmung, hier ist so eine Farbpalette, ja, und wir haben immer einen weißen Marker von jeder Art und einen farbigen Marker. Das ist auf allen Skalen hier identisch. Die weißen Marker sind eure Wertungsressourcen. Sie zeigen an, was euch im Leben wichtig ist. Die farbigen Marker sind eure Lebensressourcen. Sie zeigen euch an, was ihr alles könnt. Sortiert die Lebenskarten strikt nach den Phasen 1 bis 5. Mischt sie und legt sie als 5 verdeckte Stapel bereit. Und womit beginnt das Leben? Natürlich mit der Geburt. Deswegen ziehen wir zu Beginn des Spiels jeder 2 Geburtskarten und suchen uns eine davon aus. Diese legen wir dann auf den passenden Platz in unserem Tableau hier ins Krankenhaus. Was machen diese Karten? Ihr seht, die Karte, die gibt uns hier Startressourcen, ja? Und ihr erkennt, hier dürfte ich einmal den weißen Arm vorschieben, einmal das weiße Paar und zweimal das Buch in weiß. Und wir haben ja gesehen, hier haben weiße und farbige Marker. Ja, darf ich einen weißen Marker vorschieben, ist der weiß, darf ich einen farbigen, dann wäre er farbig hinterlegt. Das heißt, wir machen das mal hier, zweimal Buch, das weiße Buch kommt auf die 2, ein weißer Arm und das weiße Pärchen kommt auch auf die 1. Haben wir das gemacht, dann legen wir 3 Herzmarker auf unsere Geburtskarte. Jeder zieht nun seine Starthand, 2 Karten der Phase 1, 2 Karten der Phase 2 und 2 Karten der Phase 3. Wer sich jetzt am lebendigsten fühlt, der bekommt den Startmarker. Allerdings ist hier im Prototyp keiner dabei, den müsst ihr euch halt denken. Nehmt nun die 3 Lebensmarker von euren ersten Phasenplättchen und legt das Plättchen beiseite. Die dadurch sichtbare Lücke auf eurem Tableau zeigt euch immer, in welcher Lebensphase ihr gerade seid. Der Startspieler setzt seine 3 Lebensmarker als kleinen Turm auf ein beliebiges Startfeld ganz links auf dem Spielplan. Die anderen folgenden Uhrzeigersinn, ihr dürft euch auch auf dasselbe Feld stellen. Zieht zum Schluss 8 Karten der Phase 1 und füllt damit die ersten beiden Reihen eures Spielplans auf. Euer Leben dauert exakt 15 Runden. Zum Glück ist das nur im Spiel und nicht in echt so. Diese Runden sind aufgeteilt in 5 Lebensphasen, wobei jede Phase genau 3 Runden dauert. 3 mal 5 ist 15. Und wer dran ist, führt immer exakt 2 Schritte aus. Das erste, was ihr immer machen könnt, eine Spielkarte auswählen. Dabei müsst ihr wählen, entweder ihr nehmt eine Karte vom Spielplan oder ihr spielt eine Karte von der Hand aus. Wenn wir uns eine Karte vom Spielplan nehmen, dann muss die mit einer Linie von dem Feld, wo unsere Lebensmarker stehen, verbunden sein. Ihr seht, wir haben hier 3 Linien, ja, geht hier, hier oder hier. Das heißt, ich könnte mir diese Karte nehmen, diese oder jene. Und jetzt schauen wir mal eben, jetzt seht ihr hier Prototyp, seht ihr, hier fehlen halt noch die Grafiken und teilweise haben wir hier schon Grafiken drauf. Okay, weiter mit dem Spielablauf. Ich sag mal, ich möchte mir gerne diese Karte nehmen, dann gehe ich geradeaus weiter bis zum nächsten Feld und nehme mir dann diese Karte und lege diese über das aktuelle Feld der Runde.
Der Spielplan wird sofort mit einer neuen Karte der aktuellen Phase, also hier Phase 1, aufgefüllt. Alternativ könnt ihr auch eine Karte von der Hand aus spielen, aber auch hier rückt ihr euren Turm entsprechend irgendwohin vor. Ich sag mal, ich gehe auch hier hin. Die Karte bleibt liegen und ihr spielt dann eine Karte aus, die ihr auf der Hand habt. Die muss aber auch der aktuellen Phase entsprechend, hier Phase 1, zu erkennen hier hinten drauf oder auch an der braunen Farbe. Egal woher die Karte auch kam, ihr haltet sofort die Ressourcen aus dem oberen Bereich. Und hier könnt ihr sehen, einen weißen Stern und einen farbigen Arm. Das heißt, ich setze den weißen Stern ein vor und ich setze den farbigen Arm ein vor. Und dann schauen wir uns die Karten mal an. Ihr habt hier oben den Bereich, ja, von den Ressourcen, die ihr sofort bekommt. Und ihr seht, hier unten sind auch nochmal Ressourcen drauf. Das ist der Bereich, wenn ihr die Karte entwickelt. Wie ihr das macht, sage ich euch gleich. Und da habt ihr teilweise auch immer Kosten, die stehen hier unten in Rot. Nehmt euch nun den obersten Lebensmarker von eurem Turm und setzt ihn ein, um zu zeigen, womit euer Charakter Zeit verbringt. Ihr habt dafür 3 Optionen. Das erste, was ihr machen könnt, ist entwickeln. Dafür setze ich den Marker auf eine von mir schon ausgespielte Karte, die noch nicht entwickelt ist, wie zum Beispiel diese hier. Und ich habe euch ja gerade gezeigt, das sind die Ressourcen, die ihr immer bekommt. Und hier unten findet ihr die Ressourcen, die ihr bekommt, wenn ihr die Karte entwickelt. Wichtig, auch beim Entwickeln muss die Karte immer der aktuellen Phase entsprechen. Das heißt, ihr könnt in Phase 2 keine Karte mehr entwickeln, die von Phase 1 ist. Könnt ihr die Kosten bezahlen, hier zum Beispiel eine Karte abwerfen, dann bekommt ihr diese Boni von hier unten. Wichtig zu wissen beim Bezahlen, Geld, Karten oder Herzen müsst ihr immer abwerfen. Das seht ihr hier an den roten 2. Ja, habt ihr hier diese Ressourcensymbole, dann müsst ihr diese einfach nur haben. Das heißt, hier braucht ihr einen Schritt mit dem farbigen Smiley und einen Schritt mit dem farbigen Gehirn. Die Entwickelaktion ist pro Karte nur einmalig möglich, das heißt, ihr könnt in der nächsten Runde nicht wieder hier euer Marker drauflegen. Das nächste, was ihr machen könnt, ist Freundschaft, das findet ihr hier unten. Dafür bezahlt ihr die Kosten der aktuellen Phase, das heißt, hier müsste ich eine Karte abschmeißen von meiner Hand und lege dann diesen Marker auf eine Karte der aktuellen Phase meines Mitspielers. In dem Fall würde ich die hier drauf legen und dann bekomme ich von dieser Karte alle Ressourcen aus dem oberen Bereich. Der Mitspieler kann sich auch nicht dagegen wehren und ich kann beim Befreunden jede Karte des Mitspielers auch nur einmal nutzen, deswegen liegt mein Marker da drauf. Ich darf dann aber später die Karte nicht entwickeln, ich bekomme nur die oberen Ressourcen. Das letzte, was ihr machen könnt, ihr könnt euren Marker auf eins der Ressourcenfelder hier der aktuellen Runde setzen. Ja? Das heißt, hier würde ich 2 neue Karten bekommen, ich setze ihn dahin und ziehe dann 2 neue Karten nach. Das Ganze ist aber eher eine Notaktion. Da man jede Runde einen Marker setzen muss und hinterher vielleicht nicht die Kosten für die Karten bezahlen kann, kann es vorkommen, dass man die Aktion ab und zu machen muss. In den ersten 4 Runden ist es auch nicht so schlimm, aber ihr seht, in der 5. Runde, da kostet euch das Ganze Herzen oder 2 Karten. Zu den Herzen kommen wir nochmal gleich. Dürft ihr irgendwann mal Handkarten ziehen, dann zieht ihr immer die von dem Stapel nach, die hier liegen. Ihr dürft immer welche von der aktuellen Phasen oder 2 Phasen im Voraus ziehen. Das heißt, in Phase 1 zum Beispiel dürft ihr auch Phase 3 Karten ziehen. Verliert ihr durch eine Karte Ressourcen, wie zum Beispiel hier oben das Gehirn, dann rückt ihr immer diesen farbigen Marker zurück. Weiße Marker kann man niemals verlieren. Das heißt, nur die farbigen können ja auch auf -1 zurückgehen. Waren alle Spieler einmal an der Reihe, endet die Runde. Der Startmarker, den wir nicht haben, wandert dann zum nächsten Spieler weiter. Wichtig, spielt ihr nur zu zweit, dann wechselt der Startmarker erst am Ende einer Phase. Also zum Beispiel von 1 nach 2 oder von 2 nach 3. Alle übrig gebliebenen Karten in der überschrittenen Spalte werden abgeworfen und dann füllt ihr die nächste Spalte rechts auf, so dass immer 2 gefüllte Spalten vor eurem Marker liegen. Solltet ihr wie gesagt nicht so viel Platz haben, dann könntet ihr jetzt die nächste Seite hier aufklappen. Solltet ihr am Ende einer Phase angekommen sein, das heißt hier der Wechsel von 1 zu 2, dann ist natürlich kein Marker mehr da, dann nehmt ihr die 3 neuen Marker der Phase 2 und setzt sie auf das Feld, wo ihr gerade gestanden habt. Legt das Phasenplättchen der vergangenen Runde zurück und entfernt das der aktuellen Runde. Und ihr seht, hier ändern sich auch die Boni. Und ihr seid jetzt älter geworden. Es gibt noch ein wichtiges Symbol, das ist hier unten. Das sind Kinder. Ja, dann habt ihr Kinder bekommen, wenn dieses Symbol auf der Karte ist. Und das gibt euch nochmal Sonderkarten am Ende der 3. und am Ende der 4. Runde. Für jedes Babysymbol, das ihr am Ende der 3. Runde habt, zieht ihr 2 Karten der Phase 1, sucht euch eine davon aus und nehmt euch den oberen Bonus und legt das dann am Ende der Reihe von Phase 3. Am Ende der 4. Phase zieht ihr euch 2 Karten der Phase 2, nehmt euch wieder den Bonus und legt diese am oberen Ende der Phase 4. Wichtig, auch wenn diese Karten da ausliegen, dürft ihr die Karten nie entwickeln, weil ihr seid ja schon in Phase 4 und da könnt ihr keine Zweierkarten entwickeln. Thematisch ist es so, das ist die Entwicklung eurer Kinder. Noch ein Wort zu den Herzen.
Verliert ihr im Spiel hier diese Herzen durch irgendwelche böse Karten oder diese Ressourcenaktion in Phase 5, die ich euch gerade gezeigt habe, und habt am Ende eures Zuges kein einziges mehr dieser 3 Herzen, dann scheidet euer Charakter direkt aus. Ihr nehmt dann aber trotzdem ganz normal an der Endwertung teil. Das passiert aber wirklich sehr, sehr selten. Das Spiel endet nach Phase 5 oder wenn alle vorzeitig verstorben sind. Und dann wird abgerechnet. Für jeden der 10 Ressourcentypen multipliziert ihr euren farbigen Marker mit dem weißen Marker. Ja, in dem Fall wäre hier einmal 0, wäre natürlich nichts, aber hätte ich es zum Beispiel so, dann hätte ich hier 4 mal 1, wären dann 4 Punkte. Das macht ihr mit jeder Spalte. Sollte ein Marker auf -1 stehen, ja, und der hier zum Beispiel auf 2, dann wären es -2 Punkte, auch das wird multipliziert. Die ganzen Punkte rechnet ihr zusammen und wer dann die meisten Punkte hat, ist der Gewinner von Alive. Laut Regel hat aber jeder gewonnen, der bei dem Spiel eine schöne Zeit hatte. Aber wer die meisten Erlebnispunkte hat, ist natürlich der wahre Sieger. Bei Gleichstand gewinnt der den höchsten Wert auf der Ressourcenleiste Freude erreicht hat. Und das war der Regelüberblick zu Alive. Ein tiefgründiges Ressourcenmanagementspiel. Baut ihr auf Reichtum oder sammelt ihr lieber Erfahrung und Träume? Eure Werte entscheiden hier. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, unten findet ihr den Gamefound-Link. Wenn ihr das Spiel unterstützen wollt, schaut euch das gerne an. Wie ist euer erster Eindruck nach meiner Regel? Gefällt euch sowas? Oder sagt ihr eher, nee, das ist nichts für mich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Natürlich lebendig. Euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi. Yes!